Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein echtes Wundermittel für Schrauber, Oldtimer-Liebhaber und Handwerker. Ovatrol. Du hast schon wahrscheinlich davon gehört, aber weißt du, was dieses Produkt alles kann? Bleib dran, dann verrate ich dir 10 Wahrheiten über Ovatrol, die man auf jeden Fall wissen muss. Ich habe dir das Ovatrolöl in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du auch mehrere sehr interessante Alternativen. Darüber hinaus findest du dort auch mehrere interessante Videos zu ähnlichen Themen. Was ist eigentlich Ovatrolöl? Ovatrolöl ist eine der genialsten Erfindungen im Farbbereich. Der transparente Schutz wurde ursprünglich in den USA als Bindemittel für hochwertige Farben entwickelt. Es wurde aber immer weiterentwickelt und mit modernen Rohstoffen bis zum Optimum modifiziert. Ovatrolöl ist eine Mischung spezieller pflanzlicher Öle, Additive und Lösungsmittel. Mehr wird seitens des Herstellers mit dem Verweis auf das Rezepturgeheimnis nicht verraten. Wie funktioniert das Ovatrolöl? Ovatrol ist ein Öl, das tief in das Holz und in den Rost eindringt und die Materialien von innen heraus schützt. Es verhindert Feuchtigkeitsschäden, Rostbildung und verbessert gleichzeitig die Haftung von Farben und Lacken. Es gibt verschiedene Produkte unter dem Namen Ovatrol, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe: Schutz und Pflege von Metall und Holz. Anwendung auf Holz. Ovatrolöl dringt tief in das Holz ein und verhindert, dass es austrocknet und reißt. Besonders gut geeignet ist es fürs Außenholz wie Terrassendielen, Zäune und Gartenmöbel. Einfach mit dem Pinsel in 2 bis 3 Schichten auftragen, anschließend einwirken lassen und schon hat man einen langhaltigen Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterung. Anwendung auf Metall. Auch Metall kann enorm vom Ovatrolöl profitieren. Es bildet eine schützende Barriere gegen Rost und kann bereits verrostete Oberflächen stabilisieren. Eine ganz elementare Rolle bei der Rostversiegelung mit Ovatrolöl spielt der Grad der Verrostung. Optimal ist eine angerostete Materialoberfläche, die gleichmäßig mit Rost überzogen ist, mit nur wenigen rostfreien und lackierten Stellen. Der Rost sollte sich mit einer Handdrahtbürste oder mit einem Schraubendreher nicht wesentlich lösen lassen. Stärker verrostete Oberflächen sollen zunächst mechanisch vom losen Rost befreit werden. Um Öl und Fett zu beseitigen, sollten die Flächen mit dem Silikonentferner oder Bremsenreiniger gesäubert werden. Erst dann kann Ovatrolöl aufgetragen werden. Ovatrolöl kann man mit dem Pinsel oder mit der Rolle auftragen, genauso kann es auch gespritzt werden. Es wird innerhalb von ca. 1 Stunde mehrmals aufgetragen, bis der Rost gesättigt ist. Vermeiden sollte man aber das Auftragen von Ovatrolöl auf rostfreie Bleche und intakte Lacke, die als nicht saugfähige Flächen bezeichnet werden. Die Haftung von Ovatrol ist hier nicht besonders gut, vor allem dann, wenn noch weitere Schichten Lack folgen sollen. Es liegt daran, dass der Ölanteil praktisch nur auf dem Blech schwimmt und nicht in die Oberfläche eindringen kann. Es entsteht ein trockener Farbfilm auf der Oberfläche, der nicht sonderlich haftfest ist. Bleibt aber die Ovatrolschicht ohne weitere Beschichtung, ist die Haftung kein Problem und die Oberfläche ausreichend gegen Witterung geschützt. Ovatrolöl und Farbe. Ovatrol kann bei 20 Grad Celsius schon nach 24 Stunden überlackiert werden. Bei 0 Grad Celsius dauert es deutlich länger. Hier werden schon 7 Tage für die Trocknung benötigt. Erst dann kann Ovatrolöl überlackiert werden. 2 Komponenten Lacke sollen nicht direkt auf Ovatrolöl und ovatrolölhaltige Lacke aufgetragen werden. Das führt zu Unverträglichkeitsreaktionen wie Blasen und Falten. Um dennoch eine Lackierung mit 2K-Systemen, vor allem Outdoor-Lack, Folgen zu leisten, besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Trenngrund auf Ovatrolprodukte aufzutragen, um den Kontakt der unverträglichen Schichten zu unterbinden. Und jetzt komme ich zu den Vorteilen von Ovatrolöl. Die Vorteile von Ovatrolöl sind vielseitig. Es verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus den Rostporen, dringt auch durch die dicken Rostschichten bis zum gesunden Metall vor, trocknet auch sehr gut in dicken Schichten komplett durch und ermöglicht eine transparente Rostversiegelung. Ovatrol ist sehr ergiebig, mit einem Liter Öl kann man bis zu 18 Quadratmeter Material behandeln.
Ein sehr großer Vorteil von Ovatrolöl ist, dass man es auch bei niedrigen Temperaturen auftragen kann. Natürlich muss man hier aber mit deutlich längeren Trocknungszeiten rechnen. Jetzt die Nachteile, die gibt es natürlich auch. Ovatrolöl ist teurer als vergleichbare Mittel. Bei falscher Anwendung kann es zu unschönen Verfärbungen kommen. Beim Überlackieren mit 2 Komponenten Lacken ist eine Trennschicht notwendig. Das ist mit mehr Zeitaufwand verbunden und höheren Kosten. Außerdem braucht es relativ viel Zeit zum Trocknen, also hier ist Geduld gefragt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich besonders interessant finde, und zwar praktische Anwendungsbeispiele. Ovatrolöl eignet sich besonders gut zur Versiegelung von Blechspalten an überlappenden Schweißnähten. Durch die starke Kriechwirkung verteilt er sich sehr gut im Spalt und stoppt außerdem auch den eventuell vorhandenen Rost. Auch in den Hohlräumen, am Unterboden und auf Achsteilen liefert er sehr gute Ergebnisse. Deshalb ist es in der Oldtimer-Szene sehr beliebt und weit verbreitet. Man kann aber Ovatrolöl nicht nur im Oldtimer-Bereich verwenden, sondern auch auf der Holzterrasse, dem Gartenzaun oder Garagentor. Nützliche Tipps: Die Temperaturbeständigkeit bei voller Aushärtung beträgt bis zu 175 Grad Celsius. Die Haltbarkeit bei ungeöffneten Dosen beträgt mindestens 2 Jahre. Bei der Anwendung von Ovatrolöl unbedingt Schutzhandschuhe tragen, die eventuellen Flecken lassen sich von der Haut sehr schwer entfernen. Es ist leicht entzündlich, deshalb ist hier Vorsicht geboten. Umweltfreundlichkeit. Die Ovatrol-Produkte wurden als umweltfreundlich eingestuft. Sie enthalten keine giftigen Stoffe und sind sicher für Menschen, Tier und Pflanzen. Das macht sie zu einer perfekten Wahl für die, die auf Nachhaltigkeit achten. Das Ovatrolöl ist ein echtes Multitalent fürs Auto, Werkstatt und Garten. Schreib mir in die Kommentare, ob du schon Ovatrol im Einsatz hattest. Ich bin sehr gespannt auf die Erfahrungsberichte. Danke fürs Zuschauen, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.